Wenn man mich heute fragt, wann alles zerbrochen ist, sage ich nicht den genauen Tag. Ich sage den Moment. Den Moment, in dem ich verstand, dass Nähe keine Sicherheit bedeutet und dass Verrat oft aus der Richtung kommt, aus der man ihn am wenigsten erwartet. Ich hatte nur eine echte Freundin an der Universität. Ihr Name war Lena. Wir saßen seit dem ersten Semester nebeneinander. Gleiche Vorlesungen, gleiche Pausen, gleiche Sorgen. Wir lernten zusammen, beschwerten uns über Professoren, lachten über dieselben Dinge. Ich erzählte ihr alles. Nicht, weil ich naiv war, sondern weil ich dachte, Vertrauen sei etwas Gegenseitiges. Lena wusste Dinge über mich, die sonst niemand wusste. Meine Angst, vor anderen zu sprechen, dass ich mich oft dumm fühlte, obwohl meine Noten gut waren, dass ich manchmal das Gefühl hatte, nur so zu tun, als würde ich dazugehören. Und sie wusste von ihm, von dem Typen aus unserem Seminar, der mir geschrieben hatte, mit dem ich ein paar Mal Kaffee trinken war. Nichts Ernstes. Aber genug, um mein Herz nervös zu machen. Ich hatte Lena gebeten, niemandem davon zu erzählen. Nicht, weil es ein Geheimnis war, sondern weil ich mir Zeit lassen wollte. Sie hatte gelächelt und gesagt, natürlich, dein Ding. Ich glaubte ihr. Der Tag, an dem alles passierte, begann völlig normal. Ein Seminarraum, etwa 30 Studierende, ein Gruppenprojekt. Der Dozent wollte, dass wir unsere Ergebnisse vorstellen. Spontan, ohne Vorbereitung. Mein Magen zog sich zusammen. Ich hasste solche Situationen. Nicht wegen der Inhalte, sondern wegen der Blicke. Als mein Name fiel, spürte ich, wie mir das Blut in den Kopf schoss. Ich stand auf, ging nach vorne, versuchte ruhig zu bleiben. Ich sprach. Nicht perfekt, aber verständlich. Als ich fertig war, nickte der Dozent. Danke, sagte er. Ich wollte mich gerade setzen, da lachte jemand. Nicht laut, aber deutlich. Der Dozent runzelte die Stirn. Gibt es ein Problem? Lena meldete sich. Das allein war schon seltsam. Sie meldete sich nie. Ich dachte nur, begann sie, und sah nicht mich an, sondern die anderen, dass es vielleicht relevant ist zu wissen, dass sie das Thema gewählt hat, weil sie versucht, jemandem aus der Gruppe zu gefallen. Ein paar Leute lachten. Ich stand noch vorne, wie festgenagelt. Was meinst du? Fragte der Dozent. Lena lächelte. Dieses Lächeln, das ich kannte. Freundlich, harmlos. Naja, sagte sie. Sie hat mir erzählt, dass sie total auf jemanden aus dem Seminar steht und deshalb extra dieses Thema genommen hat. Ist ja nicht schlimm, aber naja. Ich hörte mein eigenes Blut rauschen. Das stimmt nicht, sagte ich leise. Lena sah mich an, zum ersten Mal direkt. Doch, sagte sie. Du hast mir das doch erzählt. Die Blicke im Raum veränderten sich. Sie wurden neugierig. Amüsiert. Ist das wahr? Fragte jemand von hinten. Ich schüttelte den Kopf. Nein. Aber meine Stimme war zu dünn. Zu spät. Lena zuckte mit den Schultern. Ich dachte, das ist kein Geheimnis. Der Dozent räusperte sich. Gut. Wir bleiben bitte beim Thema. Ich setzte mich. Meine Hände zitterten. Ich hörte nichts mehr vom restlichen Seminar, nur vereinzeltes Kichern, Flüstern. Das erklärt einiges. Wie peinlich. Ich hätte mich nicht getraut. Nach der Stunde packte ich meine Sachen so schnell wie möglich. Ich wollte weg, einfach weg. Lena hielt mich am Arm fest. Hey, sagte sie, war doch nicht so schlimm. Ich zog meinen Arm weg. Warum hast du das gemacht? Fragte ich. Sie sah mich überrascht an, ehrlich überrascht. Ich hab doch nichts Schlimmes gesagt, meinte sie. Außerdem reden doch alle über sowas. Nicht über mich, sagte ich. Nicht so. Sie verdrehte die Augen. Jetzt übertreib nicht. Dieser Satz tat mehr weh als alles andere. In den nächsten Tagen merkte ich, was sie ausgelöst hatte. Die Blicke änderten sich. Kommentare fielen. Und? Schon jemanden beeindrucken? Hast du das Thema extra für ihn genommen? Gelächter. Ich setzte mich weiter nach hinten, hob seltener die Hand. Wurde leiser. Lena hingegen wirkte erleichtert. Beliebt. Leicht. Sie saß plötzlich mit anderen, lachte mehr, sah mich kaum noch an. Einmal versuchte ich mit ihr zu reden. Erklären, wie sehr mich das getroffen hatte. Sie hörte mir kaum zu.
Du bist einfach zu sensibel, sagte sie. Ich hab dir doch nichts weggenommen. In diesem Moment verstand ich, sie hatte mir nicht etwas weggenommen. Sie hatte mich benutzt. Als Material, als Geschichte, als Eintrittskarte. Ein paar Tage später kam der Typ aus dem Seminar auf mich zu, der, von dem sie gesprochen hatte. Hey, sagte er unsicher. Ich hoffe, das war dir nicht unangenehm, das mit Lena. Ich nickte. Schon okay. War es nicht. Ich wollte nur sagen, fuhr er fort, ich glaube nicht alles, was andere erzählen. Ich lächelte schwach. Aber etwas in mir war bereits zerbrochen. Nicht wegen ihm, nicht wegen des Seminars, sondern wegen der Erkenntnis, dass die Person, der ich am meisten vertraut hatte, mich vor allen bloßgestellt hatte und es nicht einmal bereute. In dieser Nacht lag ich lange wach. Ich dachte an jedes Gespräch mit Lena, an jedes Vertrau mir, an jedes Lächeln. Und ich traf eine Entscheidung. Ich würde nicht schreien. Ich würde keine Szene machen. Ich würde mich nicht rechtfertigen. Aber ich würde mir das merken. Denn manchmal beginnt eine Geschichte nicht mit einem Knall, sondern mit einem Lächeln und endet ganz anders. Am nächsten Morgen wachte ich mit einem schweren Gefühl im Brustkorb auf. Nicht Schmerz, eher diese Art von Druck, die entsteht, wenn man weiß, dass etwas nicht mehr rückgängig zu machen ist. Ich ging trotzdem zur Uni. Nicht, weil ich stark war, sondern weil ich wusste, dass Wegbleiben wie ein Schuldeingeständnis aussehen würde. Im Seminar setzte ich mich diesmal nicht neben Lena. Ich setzte mich ganz nach vorne. Das allein fühlte sich an wie ein Regelbruch. Lena kam später rein, sah mich kurz, zögerte und setzte sich woanders hin. Das war neu. Der Dozent begann über das nächste Gruppenprojekt zu sprechen. Vierergruppen, Selbstwahl. Ich spürte sofort die alte Angst. Dieses Gefühl, übrig zu bleiben. Aber diesmal passierte etwas anderes. 2 Kommilitoninnen aus der hinteren Reihe kamen zu mir. »Willst du mit uns?« fragte eine von ihnen. Nicht aus Mitleid, sachlich. Ich nickte, überrascht über mich selbst. Lena stand ein paar Meter entfernt. Sie wartete. Darauf, dass ich sie anschaue, dass ich sie einlade. Ich tat es nicht. In den nächsten Wochen verschob sich etwas. Langsam, aber deutlich. Die Leute hörten mir zu, wenn ich sprach. Nicht wegen Mitleid, sondern weil ich ruhig blieb. Klar. Konsequent. Ich beteiligte mich mehr. Nicht laut, aber präsent. Lena hingegen verlor an Glanz. Nicht dramatisch. Eher subtil. Ihre Witze kamen nicht mehr so gut an. Ihre Kommentare wirkten plötzlich unnötig. Einmal während einer Diskussion unterbrach sie mich. »Das stimmt so nicht«, sagte sie. Ich sah sie an. »Doch«, antwortete ich ruhig. »Wenn du die Quelle gelesen hättest, wüsstest du das.« Stille. Der Dozent nickte. Anna hat recht. Ich sah, wie Lenas Gesicht sich veränderte. Nicht wütend. Verunsichert. Später schrieb sie mir eine Nachricht. »Können wir reden?« Ich ließ sie ungelesen. Nicht aus Rache, sondern aus Klarheit. Ein paar Tage später sprach sie mich auf dem Flur an. »Anna, bitte.« Ich blieb stehen. »Was willst du?« fragte ich. Sie wirkte nervös, ungewohnt. »Es tut mir leid, wenn dich das damals verletzt hat«, sagte sie. »Aber du musst verstehen, ich habe das nicht böse gemeint.« Ich atmete tief ein. »Das ist genau das Problem«, sagte ich. »Du hast nicht darüber nachgedacht, wie es für mich ist. Du hast nur darüber nachgedacht, wie es für dich wirkt.« Sie schluckte. »Ich wollte einfach dazugehören«, sagte sie leise. Ich nickte. »Ich auch.« Dann ging ich weiter. Das war keine Versöhnung. Aber ein Abschluss. In den Wochen danach hörte ich Dinge. Nicht direkt, nebenbei. Dass Lena Probleme in Gruppen hatte. Dass Leute ihr weniger vertrauten. Dass sie zu viel redet. Ich griff nicht ein. Ich kommentierte nichts. Denn ich hatte verstanden. Man muss niemanden zerstören. Man muss nur aufhören, ihn zu schützen. Das größte Ereignis kam gegen Ende des Semesters. Eine große Präsentation. Bewertet. Wichtig. Lena und ich waren zufällig in derselben Gruppe gelandet. Niemand hatte es geplant. Aber niemand hatte es verhindert.
Die Stimmung war angespannt. Beim ersten Treffen redete Lena viel, zu viel, versprach Dinge, die sie nicht einhalten konnte. Ich sagte wenig, aber ich hörte zu. Als die Arbeit begann, zeigte sich schnell, wer vorbereitet war und wer nur geredet hatte. 2 Tage vor der Präsentation fehlte Lenas Teil. Sie schrieb mir spät nachts. »Kannst du kurz drüber schauen?« Ich sah die Nachricht und legte das Handy weg. Am Präsentationstag stand sie neben mir. Unruhig, blass. Als sie an der Reihe war, stockte sie, verlor den Faden, suchte Blickkontakt. Ich hielt ihn und sagte nichts. Nach der Präsentation sprach der Dozent uns an. »Anna«, sagte er, sehr strukturierter Beitrag. Dann sah er Lena an. Sie sollten beim nächsten Mal besser vorbereitet sein. Das war alles. Aber für sie war es genug. Nach der Stunde blieb sie zurück. Ich ging. Später hörte ich, dass sie das Seminar wiederholen musste. Und ich? Ich bestand. Gut. Nicht, weil ich besser war als alle anderen, sondern weil ich aufgehört hatte, mich kleiner zu machen, damit jemand anderes größer wirken kann. Am letzten Unitag dieses Semesters saß ich draußen auf den Stufen. Die Sonne schien. Jemand setzte sich neben mich. Eine Kommilitonin aus meiner neuen Gruppe. »Weißt du«, sagte sie, »am Anfang dachte ich, du bist schüchtern. Jetzt denke ich, du bist einfach stark.« Ich lächelte. Nicht stolz. Nicht laut. Einfach echt. Lena sah ich noch einmal aus der Ferne. Sie war nicht allein. Aber auch nicht mehr Mittelpunkt. Und das war okay. Denn diese Geschichte ging nie darum, dass ich gewann und sie verlor. Sie ging darum, dass ich gelernt hatte, meinen Wert nicht mehr von Nähe abhängig zu machen. Und dass die schlimmste Form von Verrat nicht darin besteht, dass jemand über dich lacht, sondern darin, dass er glaubt, du würdest danach wieder neben ihm sitzen, als wäre nichts gewesen. Ich tat es nicht. Und genau das veränderte alles.